Seit einem halben Jahr hat Familienvater Hakan Yagli Ärger mit seinem Vermieter. Er soll einen neuen Mietvertrag unterschreiben. Also ich war geschockt. Er hat fast um die 50% mehr Miete verlangt von mir. Also im Moment zahle ich 830 € und er wollte von mir 1250 mit auf einem Schlag. Und damit war ich nicht einverstanden. Er kann sich die satte Erhöhung auch einfach nicht leisten. Durch einen Eigentümerwechsel begründet der neue Vermieter den hohen Mietpreis bei Hakan Yagli so. Der Aussage von dem neuen Besitzer war, dass er seinen Kredit zahlen muss und dafür bräuchte er mehr Miete. Dann habe ich ihm gesagt, also tut mir leid, aber ich kann deinen Kredit nicht auszahlen, es geht so nicht. Und damit war er nicht einverstanden. Der Vermieter übt weiter Druck aus, setzt die vierköpfige Familie vor die Wahl, entweder mehr Miete zahlen oder ausziehen. Hakan Yagli unterschreibt den neuen Vertrag nicht. Daraufhin bekommt er Post von einem Anwalt. Sein alter Mietvertrag soll angepasst werden. In Zahlen bedeutet das 65 € mehr Miete im Monat. Hakan Yagli lebt mit seiner Familie schon seit 11 Jahren in der Sozialwohnung. Er sucht nun Hilfe beim Mieterschutzverein. Für Rolf Janssen ist die Sachlage eindeutig. In dem Fall erhielt der Mieter eine Mieterhöhung, die auf den Mietspiegel gerichtet war, also mit dem Mietspiegel begründet war. Das ist aber im konkreten Fall gar nicht zulässig, weil es handelt sich um ein Mietverhältnis, in dem es sich um eine geförderte Wohnung handelt. Bei geförderten Wohnungen darf eine Mieterhöhung nach dem Mietspiegel gar nicht erfolgen. Der Fall von Hakan Yagli ist zwar ein extremes Beispiel, aber unzulässige Mieterhöhungen sind trotzdem keine Seltenheit. Wir haben hier beim Mieterschutzverein mal über einen längeren Zeitraum geprüft, wie viele Mieterhöhungsverlangen, die uns zur Überprüfung vorgelegt wurden, falsch oder fehlerhaft waren. Und das waren etwa die Hälfte. Also schon eine erstaunlich hohe Zahl. Und deswegen ist ja auch unser Rat an alle Mieter, die eine Mieterhöhung erhalten, sie sollten sich unbedingt beraten lassen, die Mieterhöhung zur Überprüfung vorlegen. Wie aber sind zulässige Mieterhöhungen zu begründen? In Frankfurt würde man dabei Bezug nehmen auf den Mietspiegel, würde die Wohnung einordnen in den Mietspiegel, also die Baualtersklasse, dann die Größe, Ausstattungsmerkmale, Lage. Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass die Miete, die jetzt gezahlt ist, niedriger ist als diese ortsübliche Vergleichsmiete nach dem Mietspiegel, kann die Miete erhöht werden. Aber auch da muss man aufpassen, denn nach dem Gesetz darf die Miete innerhalb von 3 Jahren nicht um mehr als 15% erhöht werden. Zurück zu Hakan Yagli. Trotz Unterstützung des Mieterschutzvereins akzeptiert der Vermieter seinen Widerspruch zur Mieterhöhung nicht. Im Gegenteil. Und dann ist er auf einmal vor meine Haustür gekommen, hat gemeint, wir klären das unten unter Männer. Da habe ich gesagt, nein, geh lieber, ich habe eine Polizei gerufen. Und er sagte dann zu mir, Polizei kann dich auch nicht retten. Obwohl der Familienvater faktisch im Recht ist, steht er mit dem Rücken zur Wand. Aus Angst vor weiteren Eskalationen sucht er jetzt eine neue Wohnung. Also eigentlich bin ich hilflos. Ich hätte auch nie geglaubt, wenn es mir nicht selber passiert wäre, dass die Leute dann einfach gemobbt werden und ausziehen müssen. Eigentlich fühle ich mich wohl. Ich habe mich eingewöhnt. Meine Kinder sind hier, die gehen zur Schule. Also meistens, was mir Sorgen macht, eigentlich wegen meinen Kindern, weil die haben sich ja eingewöhnt, die Schule und die Umgebung, Freunde. Also wir haben auch jede Menge Freunde jetzt. Natürlich, also ein bisschen tut es mir weh, dass ich ausziehen muss, aber leider bleibt mir keine andere Möglichkeit. Der Fall von Hakan Yagli ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wie sich ein Streit um eine Mietpreiserhöhung zuspitzen kann. Wir haben den Anwalt des Vermieters natürlich um eine Stellungnahme gebeten, haben aber keine Antwort bekommen. Dann fragen wir eben unseren Anwalt, Stefan Gemmer aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Gemmer, was mache ich denn als erstes, wenn so eine Mieterhöhung ins Haus flattert? Ruhe bewahren. Das Wichtigste wie immer ist Ruhe bewahren und dann aber sofort sich doch rechtliche Hilfe suchen, das überprüfen lassen bei einem Rechtsanwalt oder beim Mieterschutzverein. Weil die Materie ist doch relativ kompliziert und das muss man schon dem Fachmann mal zeigen. Genau, haben wir gehört, was da alles mit einspielt. Genau. Wie lange habe ich Zeit, diese Rechtmäßigkeit zu überprüfen? Im Prinzip 2 Monate. Also man muss diese Zustimmung zur Mieterhöhung erteilen nach 2 Monaten ab Zugang dieses Erhöhungsschreibens. Und in der Zeit sollte man es auch überprüfen, ob man dann die Zustimmung erteilt oder nicht. Ich wollte gerade sagen, aber natürlich nur erstmal, wenn der Anwalt bzw. der Mieterschutzverein davon ausgeht, dass das rechtmäßig ist. Ne? Wann ist sie denn nicht gültig?
nicht gültig ist, wenn sie zum Beispiel nur mündlich ausgesprochen wird. Wenn man sagt, hier, zahl mal mehr, das reicht auf keinen Fall aus. Wenn das Erhöhungsverlangen keine Begründung enthält, also der Vermieter muss genau begründen, warum er die Miete erhöht und warum er in dieser Höhe das auch erhöhen möchte. Also Mietspiegel muss er vorzeigen oder er muss Vergleichswohnungen vorlegen oder ein Sachverständigengutachten einholen, alles Mögliche, aber es muss begründet sein. Okay. Ja, oder wenn er die gesetzliche Frist eben nicht einhält. Ne? Wenn er sagt, ab morgen zahlst du mehr, dann ist das auch unwirksam. Okay. Man muss auch diese Fristen dann alle einhalten. Wie kläre ich das an? Dann muss ich dann vor Gericht gehen oder unter Männern vor der Tür, wie im Film vorgeschlagen, ist nicht so erstrebenswert. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und na klar, also der Vermieter ist in der Pflicht, auf die Zustimmung zu klagen, weil er kann den Mietvertrag natürlich nicht einseitig verändern. Ne? Also er kann auch nicht einfach sagen, wir machen jetzt einen neuen Vertrag. Wenn der Mieter nicht zustimmt und er muss nicht zustimmen, muss er eben den Rechtsweg einschlagen. Ne? Und muss also wäre jetzt klagen. eigentlich eben der Herr im Film ja eindeutig im Recht gewesen. Ne? Also erstmal, wie Hört sich sich das so an. dargestellt Ja, hat. klar. Ja. Und der Vermieter hätte eigentlich klagen müssen. Genau. Also das Argument, ich muss ja jetzt ein Darlehen bezahlen, ist natürlich völliger Humbug. Das ist ja nicht das Problem des Mieters. Ja, deswegen muss er sich trotzdem an die gesetzlichen Vorgaben halten. Also Sie haben es eben auch schon mal gesagt, ich muss auf jeden Fall als Mieter zustimmen. Kann der Vermieter ohne meine Zustimmung die Miete erhöhen? Nein, Nee. auf keinen Fall. Nee, er kann den Vertrag nicht einseitig ändern, muss drauf klagen und klar, dann überprüft das Gericht, ob das Erhöhungsschreiben rechtmäßig ist und ob es auch den ganzen Grundlagen, den mietrechtlichen Grundlagen entspricht. Wenn es so ist, dann hat man natürlich als Mieter Pech gehabt, dann hat man auch noch die Prozesskosten am Bein. Aber wenn es eben nicht ist, dann muss man auch nicht mehr bezahlen. Okay. Es gibt ja auch sogenannte Staffelmietverträge oder so Indexmietverträge. Ja. Also da erhöht sich die Miete immer automatisch. Das ist vertraglich festgehalten. Genau. Kommt man aus dieser Teuerungsspirale irgendwie wieder raus, wenn das einmal so festgelegt ist? Nein, also wenn man das als Mietvertrag unterschreibt und sich damit einverstanden erklärt, dann ist man dran gebunden. Allerdings darf die Miete auch nicht dann ins Unendliche steigen. Man ist bei einem Staffelmietvertrag zwar nicht an diese Vergleichsmiete zwingend gebunden, aber wenn es mehr als 20% der Vergleichsmiete ist, dann wird es auch wieder unwirksam. Aber man kann nicht sagen, ach, ich mag jetzt nicht mehr bezahlen. Da ist man dann schon dran gebunden. Gut, aber bei so einer Staffelmiete, das ist ja wirklich in schöner Regelmäßigkeit, erhöht sich die Miete. Also deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, für den Vermieter ist es ganz gut, weil der muss nicht jedes Mal, der hat nicht jedes Mal den Aufwand, dass er einen neuen Mietvertrag oder den ändern muss und so weiter, dieses ganze Prozedere durchgehen muss. Und für den Mieter ist es eher schlechter, weil es halt automatisch geht, ne? Weil es automatisch geht. Andererseits weiß er aber auch, was ihn erwartet und kann sich darauf einstellen und kann von Anfang an sich überlegen, will ich das so lange bezahlen und will ich immer mehr bezahlen? Ist ein bisschen Pro und Contra. Ne? Einerseits so eine Planungssicherheit auch. Planungssicherheit. Andererseits kann man als Mieter darauf hoffen, dass der Vermieter vielleicht nicht jedes Jahr erhöht bei einem normalen Mietvertrag. Ist das schwer denn zu sagen, was da besser bei Wohnraum tatsächlich üblich? Solche Staffelmietverträge? Aus meiner Sicht, was ich aus der Praxis kenne, ist es eher seltener. Man hat es vielleicht eher bei Gewerbemietobjekten, bei Wohnungen nicht so unbedingt, aus meiner Sicht. Dankeschön, Herr Gemmer. Sehr gerne. Bescheid. Also, wenn eine Mieterhöhung ins Haus flattert, dann muss man als erstes klären, ob die zulässig ist. Dabei hilft ein Anwalt oder der Mieterschutzverein. Wenn sie zulässig ist, dann muss ich der Änderung zustimmen oder eben ausziehen. Wenn die Änderung nicht zulässig ist, dann ist der Vermieter hoffentlich einsichtig oder er muss die Zustimmung vom Mieter versuchen einzuklagen.